Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean Till the End of Time. Ich bin wieder zurück in meiner Wohnung mit dem Schall und ich habe auch noch ein bisschen an den Aufnahmeeinstellungen rumgespielt vom Ton her. Ich hoffe mal, dass es trotzdem ganz gut klappt. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen leiser, weil irgendwie hat sich mein Mikrofonpegel sehr, sehr laut gestellt, wodurch das die ganze Zeit übersteuert hat. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu störend. Sollte jetzt aber wieder etwas besser sein. Ja, wir befinden uns jetzt in Peterny und wollen uns hier auch erstmal ein bisschen umgucken. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo Truhen gibt. Aber gucken kostet ja nichts. Außer Zeit. Zeit ist Geld, also kostet es doch was. Na gut. Aber hier scheint tatsächlich nichts weiter zu sein. Nö. Okay. So, und hier in Peterny gibt es einige Sachen zu erledigen. Eine Sache werde ich machen, aber ich werde auch gleichzeitig erklären, dass es nicht so gut ist. Und ich glaube, das war direkt hier das da, oder? Entweder war es das oder das war das hier. Ich glaube, das hier war es mit dem Aushängeschild. Und zwar, wenn man eins dieser beiden Häuser betritt, wird gleich eine Szene kommen. Ich werde es einfach mal machen. Ich werde es danach erklären. Ne, das hier war es nicht. Okay, das war der Armorer. Trotzdem, schauen wir hier mal rein. Bastard Sword, Fine Gauntlet, Silver Dagger, Heavy Armor. Sehr gut. Einfach mal ein bisschen neues Equipment, nehme ich doch gerne. Ich hätte mich natürlich auch mal heilen können, wenn ich schon mal drin war in einem Inn. Aber gut, das machen wir noch. Schauen wir hier rein, ob das jetzt das Richtige war. Hier liegt auch so ein Banner davor. Hier ist einfach nur ein Workshop. Da war es doch auf der anderen Seite. Ich habe gedacht, es wäre auf derselben Seite wie das Inn gewesen. Aber, wie gesagt, ist schon eine Weile her. Craftman's Guild. Ja, das ist es. Sobald wir hierher laufen. So, wenn wir jetzt sagen, ja, sind wir, beginnt eine Sache, mit der, ja, wir Sachen entwickeln können. Also ab jetzt gibt es das Crafting-System im Endeffekt. Die Sache ist dieses Crafting-System ist so ein bisschen in Ränge eingestellt. Wir werden es dann sehen, desto mehr Sachen man entwickelt, desto mehr Punkte kriegt man, desto mehr Punkte man hat, desto höher ist man im Ranking, aber was das wirklich bringt, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich einfach nur für Leute, die das gerne machen. Die Sache ist, jetzt zu Beginn haben wir sehr, sehr wenige Full-Reserven. Das heißt, wenn wir das jetzt machen würden, hätten wir nicht die Möglichkeit, die ganze Zeit was zu entwickeln, während die anderen Entwickler eben die ganze Zeit was machen. Und ja, wir können sie eben nicht wirklich davon stoppen, immer wieder neue Sachen zu entwickeln, was aber eigentlich gut ist für uns, denn die werden dann in Shops angeboten. Aber wir kommen eben von dem Ranking nicht hoch. Das heißt, unsere Charaktere werden vom Ranking her ganz weit unten bleiben. Um das zu verhindern, kann man eben jetzt hier einfach das hier auslassen. Warten, bis man genug Geld hat und dann auch die Möglichkeit hat, an alle Orte zu reisen. Denn man kann die anderen Entwickler allesamt einstellen. Wenn man sie einstellt für sich, kann man sie irgendwo hinpacken und Sachen für sich entwickeln lassen. Und das kann man dann natürlich so ausnutzen, dass man erstmal seine eigenen Leute dann die ganzen Sachen entwickeln lässt. Und dann, somit kommt man eben selber auf Rang 1. Aber es ist halt echt blöd, weil du musst halt die ganze Zeit auf die Sachen verzichten, die sie sonst entwickeln würden. Und ja, du hast halt selber auch nicht den Zugriff auf dieses Invention-System. Deswegen sage ich jetzt ja. Und mir ist das Ranking von diesen Invention-Dingen nämlich vollkommen Wurst. Aber ich werde es natürlich mal zeigen. Really? Allow me to introduce myself. The name is Welch Vineyard. I'm the Craftsman Guild's receptionist, the Guildmaster's secretary, and the liaison between inventors all around the world. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der erste Auftritt von Welch, welche dann im Remake von Star Ocean 1 und 2 auch vorkam und auch in Star Ocean 4 wieder und auch in Star Ocean 5 wieder auftauchen wird. Wow, must be hard having 3 jobs at once. Oh, you betcha.
And they don't pay me much either. But not many people want to be inventors these days. I have a lot of time on my hands. Being an inventor used to be everyone's dream job. But lately, the flashy, weird inventors haven't been getting much exposure. I guess people are more grounded in reality these days. Just a moment. Ja, Welche ist schon ein toller Charakter. Mit ihrem Stock, der aussieht wie eine Hand. I'll go get the guild master. Okay. Aha. So you want to be an inventor? Yeah, so it seems. Scheint so. You probably know this, but our guild is a gigantic commercial organization supported by the government that distributes products and registers patents for inventions, all in the name of the advancement of civilization on this continent. We're the biggest guild in the industry. Well, now that Nanix and Drace are bankrupt. Immer diese extra Ansätze von Mädchen so gut. Welch, give that to him. There you go. It's a compact communicator. Wow, it even has a monitor. Correct. Now that you have this, you can contact us no matter how far away you are. I work as a liaison through those devices. You can easily gather information about new items on store shelves, search patent registration reports, and even file patents of your own through the compact communicator. Select invention information from the camp menu. That's all there is to it. If you want to work on an invention, you can use any workshop you want in any town. Genau, und deswegen haben wir überall Workshops gesehen, die wir nicht nutzen konnten oder wo nichts drin war. Denn die können wir jetzt alle benutzen, um dort was Sachen herzustellen. Workshops too. Of course, that will come out of your own pocket. Peterny's workshop is to the northwest of the Craftsman's Guild, right across from us. But that workshop's a mess, so you'll want to expand its facilities before you do anything else. Okay. Here's your seed money. Aber immerhin bekommen wir 1000 voll. You Ja. can only invent items when you are inside a workshop. I'll say it one more time. Peterny's workshop is all run down and doesn't have anything. Be sure to use the Expand Facilities command. If you repeatedly expand facilities, you'll be able to create all sorts of things in a single workshop. After you invent an item, go to Invention Information in the camp menu and report it. That should be all you need to know. Work hard, and you're sure to become a famous inventor, known far and wide throughout the land. All right, I'll show you to the workshop. Follow me, please. So. Wie gesagt, ich werde natürlich ein bisschen was zeigen, was das Zeug angeht. Und es ist definitiv auch im Late Game sehr, sehr wichtig. Also da kann man sehr geile Sachen mitmachen. Aber jetzt für so einen normalen Playthrough zu Beginn ist es eher unwichtig. Da lasse ich einfach andere was machen. Und schaue im Nachhinein später, was ich denn genau noch haben möchte. Aber viele Sachen werden halt wirklich einfach der Zeit nach immer wieder erfunden von anderen. Und ja. Okay. Wie nutze ich den jetzt? Compact Communicator. Ich kann ihn nicht direkt nutzen, okay. Okay, wir müssen also an den Frontdex, können dann Yes drücken. Und hier können wir jetzt die Workshop Facilities erhöhen. Man sieht aber schon, es kostet auch ganz schön viel. So viel Kohle haben wir nicht. Müssen aber erstmal eine Line kaufen. Jetzt haben wir nämlich da eine Line. Und jetzt können wir inventen. Wir können aber nur kochen.
gerade hier. Und hier sehen wir jetzt, wie viel Level er hat. 16 Kochen, 9 Kochen, 30 Kochen. Nell ist ziemlich gut im Kochen. Die können wir jetzt einfach hier runterpacken in die Line. Die anderen können wir auch noch mit reinpacken. So, einfach weil. Desto höher natürlich der Level, desto besser die Items. Ups. Und dann gehen wir hier auf Type. Momentan können wir eben nur kochen. Specify Plan. Ah, okay, da können wir direkt Sachen auswählen, die wir nutzen wollen. Und dafür brauchen wir halt auch unsere Cooking Ingredients natürlich. So, wir machen den Original Invention, das heißt einfach, es wird gesucht und jetzt drücken wir Viereck und können es starten. So, und jetzt sehen wir Quality und Zeit. Desto länger die Zeit läuft, desto mehr kostet es uns. Jedes Mal, wenn die Zeit durchgeht, verlieren wir 50 Fohl. Und desto höher die Qualität, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Items erreichen. Aber jetzt sehen wir gerade die ganze Zeit, wir schaffen gerade nicht wirklich was. Man sieht es immer an den Gesichtern von denen, ob sie wirklich was erfinden oder nicht. Aha, jetzt haben sie zum Beispiel was. Und sie haben ein Gratin erfunden. Ich werde mal kurz dich wegpacken, weil du halt doch ziemlich schlecht bist. Vielleicht wird das ja doch da reingepackt, aber jetzt kostet es auch weniger. Also desto mehr Leute man reinpackt, desto mehr kostet es natürlich. Mal schauen, ob wir nochmal was erfinden können. Aber 2 Sachen sind dann genug, wie gesagt. Wir haben einfach das Geld nicht. Jetzt für Kochen geht es noch, aber andere Sachen werden um einiges teurer. Na, sie finden immer noch nicht so wirklich. Fate steht dann da und rührt ein bisschen. Dann haben wir auch noch nichts weiter. Na, kommt schon. Irgendwas werdet ihr doch noch mal erfinden können, bitte. Wir sind halt natürlich auch nicht gerade die besten Erfinder. Also Nell ist zwar gut im Kochen und so. Aber insgesamt sind wir halt trotzdem nicht die besten Erfinder. Die direkten Erfinder, die wir einstellen können, die sind halt teilweise noch besser von den Werten her auf gewissen Ebenen. Und genau das ist eben auch der Grund, warum es einfach sinnvoll ist, wenn man wirklich unbedingt Rang 1 sein möchte mit seinen eigenen Charakteren, dass man einfach wegbleibt von dieser Sache. Bis man genug Kohle hat, um das dann eben erstmal alles zu machen. Aber wir sehen schon, es wird gerade irgendwie nichts. Ich hätte aber wenigstens noch mal gerne was erfunden. Jetzt kostet es sogar nur 38, okay. Hat Cliff gerade keinen Bock auf das? Oder was soll das gerade, das Bild von Cliff? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich halt in diesem System halt auch nicht so gut aus. Aber Cliff hat gerade anscheinend einfach keinen Bock für irgendwas. Ah ja, okay, man kann die Kosten einfach so verändern. Desto mehr es kocht, desto mehr gute Items könnten natürlich bei rauskommen. Probieren wir es mal bei 17. Kostet ja nicht viel. Lass uns mal kurz ein bisschen durchlaufen, dann sehen wir doch mal, ob es was kommt. Mit den Kosten kann man auch ungefähr erschließen, was denn ungefähr kommen könnte. Von der Qualität. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel was. Umeboshi. Heilt Poison, Paralysis, Petrification und Freeze. Das ist ja sogar was ziemlich Gutes. So, jetzt können wir auf Invention Info gehen hier unten. Und kämpfen unsere 2 Sachen, die wir haben. Patente anmelden. Dann wird es geratet, wie gut es ist. Das geht von 1 bis 99.
Are you sure? Okay then. I'll have Und it ja, that way. wir haben halt momentan eher so Sachen. Aber immerhin. 30 und 20. Here's the tentative evaluation of the item. That's a bit disappointing. There Und isn't ihre anything for which you can file a patent right now. There isn't anything for which Und ihre Infos dazu sind halt auch gut. So, hier sehen wir jetzt auch die ganzen Workshops, wo die sind. Und hier haben wir das Ranking, wie gesagt. Top rank. Well done. I knew you could do it. Genau. Und da kommen eben immer noch mehr neue Inventor dazu. Und ja, das könnte halt, wie gesagt... Es ist so eine Sache. Es macht schon irgendwie Spaß, man hat aber am Anfang das Geld dazu nicht und... Es kommen sehr schnell neue Inventor dazu. Aha. Hey there. How's a new challenger has stepped up to the fierce prize Genau, da haben wir nämlich einen kochenden Typen. on them. Und Millenia. Talent Level 20. Da haben wir nämlich schon 3 neue Leute im Endeffekt. There's been your accomplishments have earned you the top Und die rank. kommen jetzt nämlich auch da dazu. Present rival is a future friend. I bet you're curious. Die Sache ist, ich habe keine Ahnung, wo man die alle finden kann. Man kann die halt, wie gesagt, auch finden und für sich einstellen. Einen weiß ich sogar, aber ich weiß noch nicht, ob der jetzt direkt zu uns kommen würde. Ah, verdammt, jetzt habe ich das natürlich hier gestartet. Das muss zentrale Plaza sein, wo wir uns treffen sollen. Na gut, dann machen wir das erstmal weiter. Was soll ich jetzt machen? Ja, erstmal noch ein bisschen in der Stadt rumrennen. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal nach so einem Typen gucken. Und die Blackberries mitnehmen, die ich nicht mitnehmen kann. Schade. So, und zwar einer war, glaube ich, hier direkt. Das war nämlich der Typ hier. Der da. Okay, dürfen wir noch nicht. Alles klar, weil das ist ein recht guter Schmied, aber ihr habt ja gesehen, der will noch nicht. Wo die anderen sind, ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich, ich lasse die einfach ihr Ding machen und schau dann einfach, dass wir später dann auch unser Zeug machen lassen können. Aber jetzt das erste, lasst es einfach machen. Wie gesagt, das ist nichts, wo man jetzt unbedingt sein ganzes Geld für wegschmeißen muss. Und wir ruhen uns jetzt hier aus. Ah, verdammt, ich hätte sogar noch was machen können. Na gut, egal. I feel a bit tired. I'm thirsty too. Weapon development. I understand how everyone feels, but... what should I do? Are you okay? Are you feeling ill? Huh? No, I'm fine. I'm just a little tired from walking around too much. Really? Then you're right to rest. Sophia? Sophia? What are you doing here? Huh? I'm really sorry, but I think you have me confused with someone else. My name is Ameena. Ameena? That's right. I'm so sorry. You look just like a girl I know. For a moment I thought... Ja, sie sieht nämlich genauso aus wie Sophia. I see. Sorry if I seemed a bit startled when you shouted like that. Ja, ist jetzt nicht verwunderlich. Sorry about that. That's all right. Don't worry about it. Well... My name's Fate. Fate Line God. Nice to meet you. Fate Line God? That's right. I'm pleased to meet you. My name is Ameena Leffeld.
Mhm. Nice to meet you, Miss Leffeld. Also es ist auch kein Fall von wegen Erinnerung verloren oder sowas, sondern es ist tatsächlich einfach nur jemand, der aussieht wie Sophia. That's what everyone calls me around here. Okay, Ameena. And you can call me Fate. Okay. Thank you, Mr. Line. I mean, Fate. She sure reminds me of Sophia, and her voice is exactly the same. Please, don't look at me like that. You're making me blush. Oh, I'm sorry, but you really look just like her. Really? Who is she? She's an old friend of mine. Where is she now? Has she gone shopping? No, she's very far from here now. That's why I was so surprised to see you. There's no way she'd be here. I see. I used to have a good friend like that. He'd be just about your age. Used to? Yes. I haven't seen him for many years. I was born in this city, but I used to live in Ariglyph for a while. Ariglyph? We had been exchanging letters, but that was no longer possible after the war started. I don't even know where he is now. His last letter mentioned something about becoming a researcher. Is that so? But I have faith that I will see him again someday. I'm sure you will. Yes. Thank you. Do you have a cold? You've been coughing since you sat down. I'm fine. Yes, it's just a little cold. It's nothing. Oh, I see. Okay. What's that basket of flowers? This? I grow flowers and sell them in this town. It's my job. You sell flowers? That's right. I live alone, and that's about all I can do. I grow them in my garden, or I find herbs in the hills to sell. You live alone? What about your parents? They died in this war. I'm sorry. I shouldn't have asked. It's okay. I've gotten used to it. And the lady who lives next door takes really good care of me. I'm really sorry. Please don't worry about it. So, Fate, are you here on a pilgrimage? You don't look like you're from around here. Yeah. Well, it's not exactly a pilgrimage. I'm on my way to Aquios. By yourself? No, there are 2 others traveling with me. Really? Oh, wait! Here, take this. Are you sure? You sell these, right? I can pay. No, that's not for sale. It's my own personal good luck charm. A good luck charm? Yes, it's been a local tradition for generations. It's called the Maiden of Arisa. It's a flower that represents Arisa, the goddess of the moon and the wind. They say that if you carry this flower, Arisa will use her powers to keep you safe during your journeys. Wow, that's amazing. I carried it with me when I came back home from Ariglyph. I can't take something so precious from you. Don't worry, I don't need it anymore. Thank you, Ameena. I'll take very good care of it. Please do. Hey, what you up to? Oh, it's you 2. Vor allem, wie er da einfach nur sitzt, als hätten sie uns die ganze Zeit beobachtet. Hitting on the ladies? Well, no. She just looked like someone I know, and, well... Come on, you can come up with a smoother line than that. I'll teach you a few for next time. I told you I'm not hitting on her. Hey, simmer down. Can't you take a joke? Look,
If you don't want to get teased a little, then don't play lovey-dovey while you wait around for us. Got it? Who's playing lovey-dovey? Er verarscht halt wirklich einfach nur die ganze Zeit. What? Aren't you going to introduce her? Oh, yes. This is Ameena. She sells flowers in this town. Hi, I'm Ameena. Ameena, these two are the people I'm traveling with. Cliff and Nell. Ameena. What a nice name. Nice to meet you. I'm Cliff Fitter. Guess you could say I'm this kid's bodyguard. Nell Zelfer. Nice to meet you. That's a rare flower you're holding. Where did you get that? Oh, this? Ameena gave it to me. Huh? A rare flower? It's the Maiden of Arisa. The current war has pretty much devastated the lands where it grows, so it's a hard flower to find these days. In the stories of Apris, it represents the goddess Arisa. These days it's used as a good luck charm for travelers. It's much the same as Palmera's wishing charm, or the wreath of Erinia, which we use to pray for victory in battle. Wow, that's pretty amazing. You sure you want to give him something so valuable? Yes, I don't need it anymore. I'm sorry, but I need to get back to work. Oh, Please, excuse me. It was fun talking to you. Have a safe journey to Aquios. thanks. Ameena, these are tough times. Take care of yourself. Thank you. I'm sure you'll meet your friend again. I believe it. May the grace of Apris be with you. Goodbye then. Hey, is she sick or something? She sure was coughing a lot. Yeah. She said she had a cold. Right. All right, you two. Let's not talk out here. Let's get to the inn. Good idea. Peterny has 2 inns, but there are some issues with the one on the east side, so we'll use the one on the west. Issues? It's a cheap inn that's also a tavern. Put bluntly, it's got a lot of questionable patrons. This may be Aquaria, but we want to avoid any unnecessary trouble. All right. Let's use the one on the west side. So, wir haben die Maiden of Arisa dafür bekommen. Welche tatsächlich eine Ausrüstung ist. Oder? Dachte schon, aber anscheinend nicht. Na gut, schade. Wo ist es denn dann? Keine Ahnung, finde ich nicht. So, was ich aber noch machen wollte. Nachdem wir jetzt die lange Szene hatten. Wir haben Ameena kennengelernt mit ihren Blumen. Wir wollen jetzt aber doch nochmal hierher. Und wollen nochmal mit ihr reden. Anscheinend doch nicht. Aha, jetzt können wir das machen. Wir können nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt nämlich ja, die Ausrüstung ändern. Desto mehr Battle Trophies wir haben, desto mehr Ausrüstung kriegen wir. Und an was anderem liegt es auch noch, weil ich habe normalerweise noch eine dritte. Wir können jetzt hier mit eher braunem Ton noch nehmen. Cliff hat, glaube ich, auch was. Ja, warum auch immer. Und Nell, ja, einmal in weiß mit schwarzen Haaren. Ich finde aber die Originalen ziemlich gut.
Das dritte Kostüm von Fate ist tatsächlich an Station 2 angelehnt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in das Inn und schauen mal. Wir haben jetzt ziemlich viel Zeit mit der Craftman's Guild im Endeffekt verhauen. Okay, mit Nell haben wir dann noch die Möglichkeit hier zu übernachten, obwohl es eigentlich alles voll ist. Have a pleasant stay. Okay, we're checked in. Our rooms are open. I'm going to visit a subordinate who is stationed in this town. Feel free to walk around, but whatever you do, stay out of trouble. All right, don't worry so much. I don't know about him, but do you really think I'd cause trouble? Hey, why are you worried about me? I'm just saying what I think. This Der town Blick. is lively with commerce, and that has attracted more than its share of shady characters. Guys like you are easy to pick fights with. If that happens, then I'll just give as good as I get. No worries. That's what I'm worried about. Ja, das ist nicht gerade die beste Aktion, Cliff. Okay, I'm off. I'll be back by nightfall. I think I'll hang out at the local tavern. You go amuse yourself. I think I will. Also Cliff geht einen heben und wir machen auch irgendwas. Gut, dann würde ich sagen, ein bisschen können wir ihn noch machen. Wir haben ja echt nicht viel gemacht in diesem Part. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Da ist zum Beispiel noch eine Truhe. Noch mehr Blackberries. So viele Blackberries überall. Komm, hier so verkommen lassen. Sammle ich die zwei jetzt einfach mal ein. So. Da drinnen waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Schauen wir uns mal da drin um. In Kirchen gab es ja immer mal wieder irgendwelche Truhen. Scheinbar aber hier nicht. Stimmt, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Kann ich dich mit Viereck ansprechen? Nee, okay. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, dass ich euch mit Viereck ansprechen muss, aber das war, glaube ich, bei Final Fantasy X, wenn man Blitzballer verpflichten will. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir doch mal nach Osten. Muss ich, dass wir in Ärger kommen. Und schauen uns hier nochmal ein bisschen die Häuser an. Da sehe ich auch schon mal wieder eine Truhe. Ah, da ist noch eine. Noch mehr Blackberries. Hier liegen überall Brombeeren rum. What the fuck? Nochmal Blueberries, okay. Ah, und hier mussten wir auch hin. That's right. Well, of course it's right. That voice. Oh, mercy. Is that Ameena? Of course I'm okay. Well, that sort of thing happens too. Yes, I agree. Was reden sie da? Is it coming from inside this house? Sag bloß, du gehst jetzt einfach in das Haus rein. Ja, geh da. Excuse me. Oh, Excuse me, zack, rein da. Hi there, Ameena. Statt dass er erstmal anklopft oder irgendwas. Komm, wir rennen einfach mal ins Haus. Outside and I thought I heard your voice. what a coincidence. And who's this? Oh, this is Fate. He's traveling to Aquios. My, all the way to Aquios. On a pilgrimage.
just traveling there. I thought you might have left by now. No, not yet. We'll stay in Peterny for one night, then leave tomorrow morning. Really? Tomorrow morning? I won't be able to see you off. That's all right. You don't have to see us off. But thanks anyway. Did you have something you have to do tomorrow? Yes, the two of us are going into the mountains to pick some flowers. Flowers from the mountains? To sell? I thought you grew your own flowers. These flowers aren't the kind you can buy. You have to pick the flowers of the wishing charm for yourself, or they say it won't work. The wishing charm? Right. You may not have heard of it. It's another one of the traditional charms of this area, just like the Maiden of Arisa. That's what that bouquet is. You pick a bouquet of the palmyra flowers that bloom on the mountain of the gods yourself, and bundle them up, tying each with a wish. The palmyra flower is pretty hard to find, you know. Huh. Kinda like the four-leaf clovers that Sophia used to love finding. They say that your wish will come true when your bouquet reaches 1,000 flowers. Palmyra, the goddess of the moon and rain, will hear you. But only if your wish is as true as your tears that fall like rain. She really grants your wish. That's right. All of us want the war to end. Everyone in town feels that way. That's why we're making our own wishing charms. Unfortunately, no one's wish has come true yet. Is that what you're wishing for too, Ameena? Me? This girl wants to see her long-lost friend again. That's her number one wish. Of course, she wants the war to end, too. Oh, don't tell him that. Right, your old friend. I mentioned him, didn't I? I'd really like to see him again. Well, that's not all I'm wishing for, you know. What did you say? Never mind. It's nothing. I hope so. And I hope you get your wish. Thank you. I have to believe that my wish will come true. If you give up, then it's all over. Yeah, you're right. I have faith. Well, I have to get going. Take care of yourself, Ameena. Please take care of yourself too, Fate. If you come through Peterny again, please stop by. I'll do that. May the grace of Apris be with you on your journey. Take care of yourself. May the grace of Apris be with you on your journey. Goodbye. Ach ja, die Leute sind alle so nett. Eine schöne Welt. Und wir gehen wieder. Einmal reinstolziert und wieder rausstolziert. Ah ne, wir bleiben noch drin. Gut, wir dürfen sie noch ausrauben. Ja, mit der Truhe. Gut, dann würde ich aber sagen, das reicht dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir uns noch fertig hier in Peterny umgucken. Und dann wahrscheinlich auch im Inn übernachten können. Ich denke mal, dass das jetzt die Szene war, die wir triggern mussten. Und dass jetzt weiter nichts ist. Aquabären, also hier sind überall Bären. Gut, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.